Hi everyone, Felix here, and I just wanted to say thank you for your overwhelming feedback on our first episode of Inside AMG. Your feedback and your participation really means a lot to us, and we're trying to get better with each episode. About the language thing, now for our experts to deliver their expertise as authentically as possible, they asked us to talk German rather than English. But for all you English-speaking folk out there, of course we've included English subtitles. All you need to do is click the little gear icon here in the bottom corner of your screen, or click on the notification icon if you watch this on a mobile device. So now let's get back to the action. Welcome everyone to the second episode of Inside AMG, where last time we learned a lot about acceleration, about how fast our cars go from 0 to 100. So naturally now with the letter B, we're going to talk about decelerating them again with our brakes here at Mercedes-AMG. Of course, I won't be alone this time. I got two more experts that are going to be joining us today in this video. So let's go downstairs and meet them. Hi, grüß euch. Felix, hi. Benny. Hi Felix. Dirk, freut mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielleicht sagt ihr am Anfang erstmal ein paar Takte zu euch. Wie lange seid ihr bei AMG? Was macht ihr da genau? Dann fängst du gleich mal an, Benny. Ich bin seit 3 Jahren bei AMG mittlerweile als Versuchsingenieur, tätig im Bremsenfahrversuch. Und die Aufgaben von mir drehen sich eigentlich rund um das Thema Testing unserer Bremsanlagen, Performance, NVH, auf allen möglichen Teststrecken und auch auf der Straße in ganz Europa eigentlich. Cool. Genau. Ich bin seit 2011 bei der AMG, bin auch im Entwicklungsteam der Bremse, bin dort eher für die Auslegung und für die konstruktive Betreuung der Bremsanlage, die ganze Bauraumuntersuchung und dergleichen zuständig. Also wir haben Konstruktion da, wir haben Versuch da, also wirklich die geballte Bremsenkompetenz. Ich habe aber schon gesehen, ihr habt ein paar Sachen mitgebracht. Vielleicht schauen wir uns die jetzt einfach mal an da drüben. Grundsätzlich haben wir 3 Leichtbauscheiben mitgebracht, die alle ein anderes Prinzip verfolgen. Bei der Scheibe angefangen, es ist ein zweiteiliges Gussverfahren. Das heißt, wir haben einen Aluminiumtopf, der entsprechend leicht ist, der dann um diesen Grauguss-Reibring rumgegossen wird. Das heißt, durch diesen Materialmix erreichen wir quasi minimales Gewicht. Zusätzlich ist die Anbindung zwischen Topf und Reibring nur über diese Stege realisiert. Das heißt, auch in den Zwischenräumen sparen wir uns das Material einfach und reduzieren das Gewicht noch weiter. Wie viel sparst du da ein pro Scheibe? Bis zu 2 Kilo 2 pro Kilo Bremsscheibe sparen, das heißt ungefähr 4 Kilo im Fahrzeug, was schon eine Menge ist. Das ist echt beachtlich. Ja, man kämpft ja wirklich um jedes Gramm in den Autos. Das sieht schon deutlich geschlossener aus als hier. Hat das irgendwelche Vor- oder Nachteile, die ein oder andere Variante? Ein Vorteil ist, dass wir einen geschlossenen Topf haben. Das heißt, die Kühlluft, die in die Bremsscheibe einströmt, kann optimal durch den Kühlkanal nach außen geleitet werden. Also die würde jetzt quasi so, wenn wir in die Richtung fahren, würde quasi hier so die Kühlluft reinkommen, ja, und dann würde die hier durch die Scheibe die sich auch noch durchgeleitet dreht, werden. wird die dann quasi... Wie ein großer Ventilator. Genau. Okay, na, da kann die hier natürlich nicht so gut entweichen wie hier. Da hat man ja quasi noch so ein bisschen diesen Leichtbauscheiben. Aber sie sind schon, man merkt, Grauguss ist schon ziemlich massives Material. Ja gut, hier könnte dann natürlich entsprechend Luft auch noch ein bisschen entweichen, aber trotzdem hat man wahrscheinlich allein durch die Konstruktionsweise immer noch eine verdammt gute Kühlwirkung bei der Scheibe. Ja. Dann kommen wir mal zu dem Teil hier. Vielleicht noch mal kurz einen Vergleich. Also hier, ich bin jetzt nicht der Allerschwächste, aber ich muss mich schon ein bisschen anstrengen, dass ich die anheben kann. Ja. Das ist nichts. Das ist wirklich gar nichts. Braucht man nicht mehr viel zu reden drüber, ja. Also Ja, gewichtstechnisch ist es die Keramikscheibe schon das Nonplusultra einfach. Auch hier haben wir dann den Aluminiumtopf auch geschraubt an den Carbon-Keramik-Reibring. Das Thema Gewicht, wie gesagt, aber auch thermische Stabilität ist einfach unerreicht, dieser Keramikwerkstoff, den wir verwenden. Ich meine, die Oberfläche kennt man irgendwie so ein bisschen, aber auch wenn man hier reinguckt, wie diese Struktur aussieht, wo dann die Kühlwirkung durchgeht, ist schon der Hammer. Und der Gewichtsunterschied ist ja phänomenal. Ja. Also da sparen wir natürlich über ein Fahrzeug, wenn man die Keramikbremse ringsum hat, sparen wir natürlich schon sehr, sehr viel Gewicht. Sind ungefährte Massen, drehende Massen, das heißt, man lernt es auch fahrdynamisch beim Lenken etc. Also die Keramikbremse hat da schon einige Vorteile. Das ist jetzt ja eigentlich auch ganz geil, hier sind keine Beläge drin, ne? Da kann man direkt die Kolben sehen. Ja, in dem Fall haben wir jetzt einen Bremssattel für unsere Keramikbremsen, also auch in unserem charakteristischen Farbton lackiert. Dann sieht man eben, es ist ein 6-Kolben-Festsattel. Das heißt, der Sattel ist fest mit dem Achsstängel verschraubt, bewegt sich also nicht. Hier hat man die 6 einzelnen Kolben, die noch Einsätze haben, die quasi
die Bremsflüssigkeit thermisch isolieren, dass wir nicht so hohe Bremsflüssigkeitstemperaturen haben. Man sieht die Staubstandsmanschetten, die Führungspins, die Beläge führen, die Federn, die den Belag dann entsprechend wieder wegdrücken von der Bremsscheibe. Die kann man wahrscheinlich mit der Hand gar nicht bewegen, oder? Nee, das sind schon ein bisschen höhere Kräfte, ja. Wir sprechen ja im Fahrbetrieb von Bremsdrücken zwischen 5 bis 20 Bar im Komfortbereich, aber auch mal bis zu 100 Bar, 120 Bar bei stärkeren Bremsungen und auf Rennstrecken. Das heißt, da herrschen schon extreme Kräfte, extreme Drücke in dem System. Also zum Beispiel 100 Bar ist natürlich schon eine Ansage. Du hast jetzt gesagt, das ist ein Festsattel, der ist fest beim Achsschenkel verschraubt. Was wäre denn die alternative Konstruktionsweise dazu sozusagen? Eine alternative Bauform ist der Faustsattel, der sogenannte Faustsattel. Der hat nur auf einer Seite Kolben, einen Träger, der fest beim Achsschenkel verschraubt ist und eine Faust, die über die Bremsscheibe übergreift. Und der Kolben übt Kraft in zwei Richtungen aus, einmal in Richtung Bremsbelag, einmal eine Gegenkraft und zieht damit die Faust auf der außenliegenden Seite auch noch gegen die Bremsscheibe. Setzen wir an der Hinterachse ein, zum Beispiel Faustsattel. Okay. Dann gehen wir doch mal nach hinten und schauen, was wir hier so an den Fahrzeugen für Bremsen verbaut haben. Da werden wir mit Sicherheit einiges von dem hier wiederfinden. Hier haben wir jetzt immer eine klassische Integralbremsscheibe, die wirklich aus einem Guss gefertigt wurde. Ja, also jede Bremse hat ihren Vorteil und dementsprechend jedes Fahrzeug bei uns hat gewisse Ansprüche, die erfüllt werden müssen und danach legen wir entsprechend auch die Bremsanlage aus. Also von der Warte her ist jedes Fahrzeug für uns da individuell zu betrachten. Danach designen wir die Bremsanlage und dergleichen. Und hier war das halt quasi jetzt für das Fahrzeug die beste Bremsanlage, die wir für die Anforderungen entsprechend da verwendet haben. Ja. Lass am besten noch mal vorgehen zu dem GT63S. Da habe ich nämlich schon die Carbonbremse erspäht. Dann können wir uns die da noch mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist jetzt quasi auch die Scheibe, die wir vorhin gerade auf dem Tisch liegen sehen haben. Das ist eine Carbon-Keramikscheibe mit 402 mm Außendurchmesser. In einem 21 Zoll Rad hier sieht es trotzdem immer noch relativ groß aus. Ich meine, das Rad ist riesig mit 21 Zoll, aber ich kann hier gerade mal so, nicht mal 2,5 Finger breit kriege ich noch dazwischen, zwischen Scheibe und Felge. Ja, 6 Kolben Festsattel, den wir uns vorher angeschaut haben, mit den entsprechenden Kühlungsmaßnahmen versehen. Dass wir also wirklich auch die Möglichkeit haben, mit dem Auto auf der Rennstrecke zu fahren, aber eben auch ganz normal im Alltag unterwegs zu sein. Das stellt euch wahrscheinlich vor große Herausforderungen, dass man das irgendwie so hinkriegt, dass man sie einerseits im Alltag noch einigermaßen für normale Bremsmanöver verwenden kann, aber trotzdem diese Wahnsinns-Performance auch in die Scheibe reinkriegt. Absolut, ja, absolut. Und der Bremsbelag ist da eben ein entscheidendes Glied in dieser Kette, um diesen Spagat hinzubekommen. Also da haben wir schon entsprechende Möglichkeiten und damit steht und fällt eben auch eine Bremsanlage, kann man sagen. Ich würde sagen, alle warten auf den GT4. Dann wollen wir doch noch mal kurz da ein wenig rübergehen und uns die Bremse vom Rennfahrzeug anschauen. Also die Rennbremsanlage grundsätzlich natürlich ähnlich oder von der Bauart her ähnlich wie in unseren Straßenfahrzeugen, aber natürlich rein auf Performance getrimmt. Das heißt, das Thema Komfort spielt bei Rennfahrzeugen natürlich gar keine Rolle. Da geht es darum, um Standfestigkeit, um Lebensdauer. Wie gesagt, grundsätzlich, wir haben auch hier eine Graugussbremsscheibe, wir haben auch hier einen Festsattel, eine Verbundbremsscheibe in dieser zweiteiligen Bauart. Die Bremsbeläge sind etwas dicker ausgeführt, einfach um die Lebensdauer sicherzustellen. Bremsenkühlung ist maximiert, weil auch da eben Einflüsse von außen nicht so die Rolle spielen. Im Rennfahrzeug eine Stahlbremse, also definitiv in der Performance nicht nachstehend. Ja, auf jeden Fall, ja. Also wir haben jetzt relativ viel schon gelernt und gehört. Ich würde sagen, es ist jetzt Zeit, das Ganze auch in die Tat umzusetzen. Ja. Dirk, du bleibst hier, du schaust, dass der Laden weiter läuft. So sieht's aus. Benny, ich würde sagen, wir begeben uns auf die Teststrecke. Ja, genau. Was hast du uns denn Feines mitgebracht hier? GT63S in mattgrau, schwarze Felgen, schwarze Scheiben, gelbe Bremsen drauf. Sehr, sehr nice. Also gerade die Kombination hier, Graphitgrau Magnum mit Night-Paket, sieht halt schon echt richtig böse aus. Ich würde sagen, wir legen direkt los und fahren nach Immendingen. Ja, los geht's. Heute lasse ich mich mal fahren. Wenn so ein GT4-Türer jetzt auf den Markt kommt, wie viele Testkilometer stecken da drin in der Baureihe in Summe? Ja, in Summe schwierig, aber wir fahren schon viele 10.000 Kilometer mit den Autos. Also ja, in kürzester Zeit eigentlich werden da schon extrem viele Kilometer auf die Autos gefahren. Ja, man muss halt einfach, die Entwicklungszeiten sind eben nicht so lang und man muss eben dann schon versuchen, quasi im besten Fall ein ganzes Fahrzeugleben abzudecken und das entsprechend zu raffen.
Was würdest du sagen, wie viel Prozent deiner Arbeitszeit verbringst du am Schreibtisch, wie viel Prozent auf der Strecke oder unterwegs? Schwer zu sagen, kommt immer auf die Entwicklungsphasen an, aber es kann teilweise auch wenig Schreibtisch sein, sag ich mal. Also man ist schon auch viel unterwegs dann. 60% der Falterbach, 40% unterwegs oder so. Das ist eine gute Verteilung. Ja. Man kommt rum in der Welt, man kann wirklich auch ein Stück weit kreativ arbeiten, nenne ich es mal. Man kann wirklich noch Sachen umsetzen und eigene Ideen voranbringen und dann auch in Serie nachher umsetzen und so weiter. Also das macht schon sehr viel Spaß. Da sind wir also wieder. Der größte Spielplatz, auf dem ich jemals war. Man sieht auch noch die eine oder andere Spur. Ist möglich, dass wir hier ein paar Beschleunigungsrennen gefahren sind. Benni, dir erstmal vielen lieben Dank fürs Fahren. Klar. War sehr aufschlussreich auch schon. Was machen wir denn jetzt hier genauso? Ich habe vor, mit dir ein paar Bremswegmessungen zu machen. Das heißt zum einen mal den Klassiker aus 100 km/h, aus 130 km/h. Das sind so die beiden Werte, die man eher kennt. Und dann würde ich gerne auch nochmal aus 150 bremsen, weil das ein Wert ist, der nicht so bekannt ist. Wo du vielleicht auch schätzen kannst, wo wir so ungefähr rauskommen werden vom Bremsweg her. Okay, wir steigern uns langsam von der Geschwindigkeit her. Ja. Wer in der Fahrschule aufgepasst hat, hat vielleicht noch die eine oder andere Formel im Kopf. Ja. Das wird definitiv interessant. Ich habe mich auch bewaffnet mit dem Thermometer. Das heißt, wir werden auch nochmal schauen, wie sich die Temperatur der Bremsen entwickelt und wie sich das eventuell dann auch nochmal auf den Bremsweg auswirkt. Ja. Dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu tun, außer loszulegen. Wir können noch 2 Hütchen aufbauen vielleicht als Bremszone, als Start, von denen wir dann immer auch messen können. Aber wir können auch unser Trackpace-System nutzen, um die Bremswege aufzuzeichnen. Perfekt. Dann würde ich sagen, ab dafür. Whoa, yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane that's quite go get it like me. Whoa, please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah. Whoa, yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane that's quite go get it like me. Whoa, please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah. Say gon' put me all in a mad with all that mad game you been talking. Oh yeah, man, that's awesome. Was sagst du? Sieht hier ganz gut aus von der Distanz, oder haben wir genug Platz in beide Richtungen? Doch, das passt auf jeden Fall. Okay. Das ist jetzt quasi hier unsere Bremszone. Genau, hier fangen wir an und dann schauen wir, wie viel Meter wir brauchen. Ja. Fangen wir an mit 100,0? Genau, 100 auf 0. Alles klar, dann ab geht's. Von den Settings her, wir sind natürlich im Racefahrprogramm, so wie es sich gehört. ESP ist an, Fahrwerk ist auf Sport Plus. Ansonsten gibt es ja nichts wirklich groß zu beachten. Luftdrücke sind standardmäßig eingestellt. Luftdrücke sehen gut aus, Temperaturen von den Reifen sehen auch einigermaßen gut aus. Ein bisschen kühl vielleicht. Schauen wir mal, wo wir landen. Wichtig eben jetzt auf 100 km/h beschleunigen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das Auto ein bisschen sich einschwingen lassen und dann mit voller Kraft aufs Pedal. Boah, ey, das zieht einem echt richtig die Falten aus dem Gesicht. Ja. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch vernünftig aus, Das oder? sieht doch gut aus. Ja, 100 auf 0 in 2,4 Sekunden. 2,4 Sekunden, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Fahrzeug beschleunigt in 3,2 Sekunden von 0 auf 100, was schon absolut brachial ist. Und das hier ist wirklich nochmal, das geht einem durch Mark und Bein. Ja. Der Hammer. Auf ein neues. Schauen wir mal. Boah. Es wird nie langweilig. Ja. Wow. Wow, also wenn es eins gibt, was noch fulminanter ist als die Beschleunigung, dann ist es echt die Bremswirkung von dem Auto. 2,4 Sekunden von 100 km/h auf 0 mit Reifen, die jetzt, wir hatten so ca. 35 Grad Reifentemperatur. Ja, für eine Kaltbremsung ist es absolut okay, ja. Ja, auf der kühleren Seite, aber es zieht hier echt sämtliche Falten aus dem Gesicht. Das ist unfassbar, wie das Ding verzögert. Für den Beifahrermagen ist auch nicht das Beste. Richtig krass. Ich würde sagen, jetzt ist es Zeit, dass wir auch die Geschwindigkeit schon mal ein bisschen steigern. Ja. Oder? Genau.
Nächster Run 130. 130 km/h? Ja. Alles klar. Das ist wirklich schön hier, gell? Mit dem Fluss da unten und sowas. Oh, das ist richtig idyllisch hier. Du sagst, Also ich ein könnte- großer Spielplatz. Ich könnte mir gut vorstellen, hier jeden Tag zu verbringen. Auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nicht jeden Tag neben dir sitzen und so Vollbremsung machen. So ein wichtiger Punkt ist natürlich die Reibwertkonstanz über der Temperatur vom Bremsbelag. Also das ist eine ganz zentrale Größe eigentlich. Und das spielt natürlich hier so langsam auch eine Rolle. Also durch diese ganzen Folgestopps, die wir machen, steigt die Temperatur natürlich schon. Bremse hat wenig Erholungszeit zwischendurch. Und gerade aus 130 km/h beginnt es dann schon auch doch einiges an Energie zu sein, die im Fahrzeug steckt. Ja. Ja, und da gilt es eben wirklich, das ganze System perfekt abgestimmt zu haben. Dass der ABS-Regler passt zu den Reifen, zur Bremse, dass der Reibwert möglichst konstant ist. Es ist schon nochmal eine andere Nummer. Es sind nur 30 km/h Unterschied, aber es fühlt sich definitiv heftiger an. Ja. Unfassbar konstante Ergebnisse, also auch bei wiederholtem Bremsen. Wir bewegen uns immer in der gleichen Range von 100 auf 0. Ja. Das konnten wir jetzt bei Trackpace ablesen. Also es waren immer zwischen 33 und 35 Meter, auch bei wiederholtem Bremsen. Ja. Ich würde sagen, schauen wir mal auf die Temperatur, was sich da so tut. Ja, man sieht schon, dass wir ein bisschen Temperatur ins System reingebracht haben. Also die Farbe verändert sich leicht. Das ist aber komplett normal, dass das passiert. Ja, mit der genau. Stahlstelle. Gerade in der Reifläche entstehen natürlich schon relativ hohe Temperaturen, aber die sind dann auch relativ schnell, reguliert sich das wieder. Das messen wir jetzt ungefähr 200 Grad. Absolut unkritisch, ja. Normale Betriebstemperatur wahrscheinlich eher. Ja, also im Alltag kommt man nicht so natürlich, es war schon eine höhere Beanspruchung, aber im Vergleich zu einer Temperatur auf einer Rennstrecke, das ist immer noch weit weg. Okay. Und ich denke, das spiegelt sich auch in den Messwerten wieder, ne? Dass wir so konstant bei diesen 34, 33 Metern waren. Auch der Das- guten das Kühlung passt geschuldet zueinander. wahrscheinlich, der Bremsscheibe. Ja, bei den niedrigen Geschwindigkeiten noch nicht ganz so ausgeprägt das Verhalten, weil einfach Okay. durch die Geschwindigkeit mehr Luft an die Bremse kommt, aber natürlich auch da schon, klar. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen und ganz analog und altmodisch messen, wie lange wir gebraucht haben. Okay, dann schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall ergonomisch aus. Ja, es ist ein bisschen kleines Ding. Und wir landen genau bei 57,3 Metern. Von 130 km/h auf 0. Ja. Guter Wert, Akzeptabler Wert auf jeden Fall. akzeptabler Wert. Ja. 2 Personen im Auto. Vorhin waren wir bei 33 Metern. Wir haben nur 30 km/h aufgeschlagen und haben aber schon einiges mehr an Metern. Ja. Also die Energie im Fahrzeug, diese 30 km/h macht schon sehr viel aus. Ja. Das heißt, Bremsweg steigt überproportional zur Geschwindigkeit. Sagt ihr nicht genau wie. Wir haben ja noch eine Challenge, wir müssen ja noch Ja. schätzen, wie viel es dann später werden. Ja? Ja. Jetzt machen wir 150 km/h auf 0. Ab dafür. Los geht's. Hier vorne ist unser Referenzpunkt. Fahrzeugschnauze liegt genau bei 57,3 Metern zu den Hütchen da hinten. Jetzt wollen wir nochmal aufaddieren, wo wir landen bei 150 km/h auf Ja. 0. Und da du der Experte bist, fange selbstverständlich ich an. Man weiß es ja noch aus der Fahrschule, doppelte Geschwindigkeit bedeutet vierfacher Bremsweg. Jetzt haben wir 50 km/h mehr, also 50% mehr. Ich sage 80 Meter. Ich würde ein bisschen drunter schätzen sogar. Ich Bisschen hätte mich bei 77 Meter vielleicht. 77 Meter? Ja, getraut. Okay, okay. Also ich bleibe bei meinen 80 Meter, ich stehe dazu. 77 Meter. Schauen wir mal, ob mein Hütchen überlebt. Du bleibst dabei? Ja. 80 Meter, ganz genau. Okay, also wir scheinen uns fast einig zu sein. Die Hütchen liegen relativ nah beieinander. Jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu testen. Als Ausrutscher probieren, ja. Alles klar, dann legen wir los. Feuerfrei. Feuerfrei. Das gibt's doch nicht. Das sieht sehr gut aus für mich, würde ich sagen. Du liegst genau richtig. Wir schauen Unfassbar. nach. Wir schauen nach. Das war ja quasi fast auf einen Meter genau geschätzt. 1,5 Meter. Ich sollte das beruflich machen vielleicht. Und ich war jetzt tatsächlich ein bisschen über 150 auch. Da ist der Bleifuß mit mir durchgegangen. Und trotzdem, also das sind hier noch, ich würde sagen, locker 2 Meter Luft, Ja. die wir haben. Und das vor allem nach den ganzen Bremsungen, die wir jetzt davor schon hatten. Okay. Absolutes Auslegungskriterium für uns natürlich der Bremsweg, weil es ein Sicherheitskriterium ist. Das kann ich jetzt nicht so auf mir sitzen lassen.
Wir schätzen nochmal, aber dann eben eine etwas andere Challenge. Ja. 0, 150, 0. Also wir starten wirklich aus dem Stand, beschleunigen voll hoch auf 150, hauen dann einen Stempel rein und schauen erstens, wie weit, wie viel Distanz brauchen wir und wie lange brauchen wir. Okay. Das wird uns dann, da habe ich auch keine Ahnung erstmal. Ja. Probieren wir am besten einfach mal gleich aus, Ja. oder? Ja. Alright, legen wir los. So, Freundchen. Es wird Zeit, Jetzt nochmal eine wird's Schätzung nochmal, ja. abzugeben. Jetzt 0, 150, 0. Also wirklich voll durchbeschleunigen. Mit Racestart selbstverständlich. Und sobald Ja. wir 150 drauf haben, voll in die Eisen gehen. Ich brauche eine Schätzung zur Distanz und zu den Sekunden. Aber da du der Profi bist, fange ich natürlich wieder an. 150 draufkriegen und dann voll runter beschleunigen, würde ich sagen, brauchen wir wahrscheinlich 12 Sekunden. 380 Meter. Ich würde sagen, wir brauchen einen Ticken länger, vielleicht 13 Sekunden. Aber von der Entfernung her würde ich sogar drunter gehen. Okay, Also vielleicht 350 Meter. okay. Systeme laufen und dann, ja, ab dafür. Junge. Boah! Also die Systeme sagen mir 11,9 Sekunden. 331 Metern 331 Meter. und 11,9 Sekunden. Und schätzungsmäßig sind wir ähnlich. Ich denke, die Zeit hast du besser. Zeit habe ich besser. Bei den Metern war ich näher dran. Bei den Metern warst du näher dran. Das ist ein Unentschieden, mit dem kann ich sehr gut leben. Ja, ich auch. Wow. Wow. Also es ist jedes Mal wieder aufs Neue echt der absolute Kracher, wie schnell das Auto dann auch verzögert. Also wirklich der absolute Hammer. Ja, die Entfernung, wir haben da hinten sind wir gestartet, es ist nicht viel, ne? Es ist wirklich nicht viel. Und mit unseren Schätzungen waren wir wirklich auch nicht schlecht unterwegs. Ich habe gesagt 12 Sekunden. Du hast gesagt 13 Sekunden. 13 Sekunden. 11,9 Sekunden waren es am Ende. Also da war ich ein Quäntchen näher dran. Bei den Metern, da warst du dann deutlich näher dran als ich. Ich habe gesagt, 380 Meter brauchen wir mindestens für die ganze Nummer. Ja, ich war bei 350, meine ich. Ja, also Und 300, wie viel waren es am Ende? 333. 331 Meter. Also wirklich, ja, eine richtig coole Nummer. ja, Vielen lieben Dank, klar. dass immer du wieder heute hier gerne. dabei warst. Also ich habe extrem viel gelernt. So there you have it. Brakes does not always equal brakes. We've learned a lot today. There are so many different kinds at AMG. You got different kinds of compound brakes even. That's what I've learned today. You've got dual cast compound brakes. You've got different methods of manufacturing these brakes. Then you've also got carbon ceramic brakes. I mean, how light that brake disc was in comparison to the steel brakes, that just blew me away. What also blew me away was the braking performance of this guy right here, the GT63 S 4-door coupe. Absolutely amazing. 100 to 0, 130 to 0, 150 to 0 even, and then in combination with the acceleration of the car, the braking performance is even more outstanding. If you've liked what you've seen, definitely leave us a comment, leave us a thumbs up. Don't forget to subscribe to the channel if you haven't already. Click the bell icon so you get notified whenever we upload new content. And leave your suggestions in the comments below what you would like us to film next. Yeah, until the next one. See ya. Bye-bye.